Wie tödlich ist Triathlon? Wow, was für ein Titel. So, herzlich willkommen. In diesem Video geht es um das Thema Leistungssport und warum Leistungssport eine Charakterschule ist, warum du als junger Mensch definitiv auch mal Leistungssport gemacht haben solltest und was ich aus meiner Karriere als Triathlet gelernt habe. Die 3 wichtigsten Learnings. So, und damit du mir nachher nicht einen Kommentar da lässt und sagst, Dirk, das ist Clickbait, da war ja gar nichts drin mit Triathlon und tödlich. Doch, guck mal hier, ein Artikel über mich, und zwar ist der vom 7. September 1988 in der WAP, Westfälische Allgemeine, weiß ich nicht. So, und da hat der Reporter damals geschrieben, Überschrift über den Triathleten Dirk Kräuter, wie tödlich ist Triathlon. So, also von daher kein Clickbait. 3 Dinge, die ich gelernt habe. Ich habe ungefähr 100 Triathlonrennen gemacht und habe diesen Sport ungefähr auch 10 Jahre gemacht. 10, 12 Jahre. So, der erste Punkt ist, in den Ergebnislisten eines Triathlons gibt es hinter manchen Namen 3 Buchstaben. Anstatt der finalen Endzeit gibt es einfach nur 3 Buchstaben. DNF. Und das steht für im Englischen Did Not Finished. Das heißt, der Athlet hat aufgegeben. Entweder er musste aufgeben, weil er vielleicht ein technisches Problem hat an seinem Fahrrad oder ein gesundheitliches Problem oder er hat sich verletzt oder er hat einfach seine Gedanken nicht unter Kontrolle bekommen und hat deswegen aufgehört. DNF, Did Not Finished. In meiner ganzen Karriere, bei diesen über 100 Wettkämpfen, gab es einen einzigen Wettkampf, das war in Kiel, die Deutsche Meisterschaft über die Mitteldistanz, wo ich wegen Unterkühlung auf der Radstrecke raus war. Ich habe, weiß ich nicht, 2 Stunden lang nur gezittert. Ja, da war vorbei. Das war das einzige Rennen. Was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, Dinge zu Ende zu bringen. Egal wie die Umstände sind, egal wie meine Stimmung ist, egal was mich gerade beschäftigt, Dinge zu Ende zu bringen. Und das erlebe ich gerade bei jungen Menschen ganz oft, dass sie alle möglichen Dinge anfangen, aber sobald es ein bisschen ruckelig wird, sie auf ein Plateau kommen, sie Widerstände haben, es anstrengend wird, es vielleicht auch mal Kritik gibt, sie hören auf, sie laufen weg. Sie denken extrem kurzfristig. Das erlebe ich ganz oft. So, ich habe gelernt, DNF ist keine Option. Wenn du was anfängst, ziehst du es durch. Ich habe mal jemanden gekannt, der hat mir immer erzählt, dass er an seinem Buch schreibt. Ja, Dirk, ich habe letzte Nacht wieder 4 Stunden an meinem Buch geschrieben. Ja, super. Und dann wurde es irgendwann ganz ruhig. Und er hat nicht mehr über sein Buch gesprochen. Und dann habe ich irgendwann gefragt, was ist denn jetzt mit deinem Buch? Wann kommt denn das? Ja, ach, ich weiß doch nicht. Ja, wie viel hast du denn? Ja, ungefähr die Hälfte. Und dann habe ich ihm gesagt, wenn du es nicht zu Ende machst, dann ist es so, als wenn du nie begonnen hättest. Das war der Weckruf für ihn. Wenn du es nicht zu Ende machst, dann ist es so, als wenn du nie begonnen hättest. Ein paar Tage später war das Buch fertig. Also, wenn du was anfängst, zieh es durch. Warum ist das so wichtig? Wenn du einmal im Triathlon anfängst, aufzugeben, dann fällt dir das beim nächsten Mal wieder leichter und beim nächsten Mal wieder leichter und wieder leichter. Und du gehst dem Widerstand aus dem Weg. Und das zahlt im Negativen auf deine Persönlichkeit ein. Weil du bist keine Persönlichkeit mehr, die sich Herausforderungen stellt, die Aufgaben zu Ende bringt, sondern du bist jemand, der wegläuft. Und das wird dich auch unbewusst die ganze Zeit begleiten. Du traust dir bestimmte Dinge nicht mehr zu.
Du fängst bestimmte Dinge gar nicht mehr an, weil du ja weißt, du bringst es sowieso nicht zu Ende. Und irgendwann verbringst du dein Leben mit Netflix auf der Couch und hast Übergewicht. Also das erste Learning ist, DNF ist keine Option. Wenn du was anfängst, zieh es durch. Das sind nicht immer nur Sonnentage, aber die Tage, wo es hart wird. Und wenn du dann so reagierst, dass du sagst, jetzt erst recht. Wenn dein Chef dich kritisiert und sagst, hey, deine Leistung passt nicht, dann lauf nicht weg, sondern sag, jetzt erst recht. Wenn du Sport machst und die Umstände sind gegen dich, es regnet, es ist kalt, es ist dunkel und du willst abkürzen, du kürzt nicht ab. Du machst das, was du dir vorgenommen hast. DNF ist keine Option. Das zweite Learning aus der Triathlon-Zeit ist Organisation, Selbstorganisation. Es sind 3 Sportarten. Die meisten sind mit einer Sportart schon überfordert. Es ist Schwimmen, es ist Radfahren und es ist Laufen. Und das zeitaufwendigste ist das Radfahren. Es macht wenig Sinn, für 2 Stunden aufs Fahrrad zu gehen. Wenn du die Langstrecke machst im Triathlon, dann brauchst du definitiv ja, auch mal 4, 6 Stunden auf dem Fahrrad. So, wie bringst du das alles unter? Dass du sagst, ja, ich will 3-mal in der Woche mindestens schwimmen gehen und dann auch 1, 1,5, 2 Stunden. Du willst vielleicht 4-mal die Woche laufen gehen. Das ist alles noch einfach. Laufen lässt sich immer irgendwo integrieren. Und dann willst du vielleicht auch noch mal 4-mal aufs Rad. Und insgesamt hast du dann einen Umfang von vielleicht 15 Stunden nur auf dem Fahrrad, um vernünftige Leistung zu bringen, wenn du es mit dem Leistungsaspekt machen willst. So war es bei mir. So, was habe ich gemacht? Ich bin zum Beispiel zur Arbeit gelaufen morgens. Laufsachen an, die normalen Sachen, Jeans und Co. im Rucksack und dann bin ich zur Arbeit gelaufen. Dort konnte ich duschen, umziehen, arbeiten. Oder in der Mittagspause. Ich bin in der Mittagspause gelaufen. Oder abends. Ich bin dann abends nach Hause gelaufen oder bin abends dann von der Arbeit zum Schwimmbad gelaufen und dann vom Schwimmbad aus nach Hause. Also nicht alle Sachen jetzt an einem Tag, ja, aber die Elemente daraus. Wenn ich sowieso von A nach B muss, dann kann ich das auch mit dem Fahrrad machen oder in den Laufschuhen. Und es gibt immer einen Weg. Wenn du sagst, ja, aber bei mir in der Firma, da gibt es keine Duschmöglichkeit, das geht nicht. Und finde einen anderen Weg. Ich bin damals auch zur Berufsschule gelaufen. Und ich habe einem Lehrer gefragt, gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ich den Schlüssel für die Turnhalle kriege? Dann würde ich laufen, das sind 12 Kilometer gewesen, würde laufen, duschen und dann in den Unterricht. Und der hat das für mich organisiert. Ich bin dann jeden Morgen da rein, also nicht jeden Morgen, wenn Berufsschule war, das war 2-mal in der Woche, ins Sekretariat, habe mir den Schlüssel geholt, war duschen, Schlüssel wieder abgegeben, ab in den Unterricht. Geil! Selbstorganisation. Es gibt nicht die Ausrede, ich habe zu wenig Zeit. Es gibt immer nur die Ausrede, ich bin schlecht organisiert. Ich habe gelernt, 3 Sportarten mit mindestens 2 Einheiten pro Tag in meinen Alltag zu integrieren. Und ich habe immer am Vortag schon den nächsten Tag geplant. Ich habe meine komplette Saison im Voraus geplant. Normalerweise fängst du an im Januar, allerspätestens im Januar, deine Saison zu planen. In der Regel hast du 1 oder 2 Saisonhöhepunkte. Das war bei mir dann immer der Wettkampf in Nizza, der war dann im September, Ende September. Und dann hast du einen Saisonhöhepunkt am Anfang der Saison, irgendwie im Juni. So, und dazwischen planst du deine Rennen. Und dann hast du 2 Hauptrennen und vielleicht noch 10 kleinere Rennen. Da gibt es dann auch Rennen bei, wo du mit dem Fahrrad 50 Kilometer zum Rennen fährst. Dann machst du das Rennen und fährst mit dem Fahrrad wieder zurück. Da wirst du keine Bestzeit machen, weil du nicht komplett ausgeruht bist, aber du hast einen mega Trainingseffekt. Also, Punkt 2 ist, organisiere dich.
Ich kenne so viele Menschen, die bekommen ihr Leben einfach nicht auf die Reihe, weil sie sich nicht organisiert bekommen. Plane dein Jahr, plane deine Karriere, plane dein Leben. Plane dein Quartal, deinen Monat, deine Woche, deinen Tag. Und das habe ich im Triathlon gelernt. Sonst hätte ich dieses Wettkampfpensum und dieses Trainingspensum gar nicht hinbekommen. Nummer 3 Learning: Disziplin. Du kannst alles vergessen, wenn du nur nach dem Lust- und Liebe-Prinzip unterwegs bist. Ja, heute habe ich keine Lust, weil heute ist das. Oder heute habe ich keine Lust, weil heute ist was anderes. Heute regnet es, heute ist es kalt, heute ist es so warm. Gestern war ich noch so lang weg, gestern habe ich Alkohol getrunken, ich habe noch ein bisschen Kopfschmerzen. Disziplin bedeutet, Dinge zu tun, wann immer du es dir vorgenommen hast. Dinge zu tun, die andere nicht tun würden. Disziplin ist aber auch, pünktlich schlafen zu gehen. Disziplin ist, zu essen, auch wenn du vielleicht keinen Hunger hast. Aufzustehen, wenn es kalt, regnerisch und dunkel ist. Was ist beispielsweise, nochmal ein Sportbeispiel, was ist ein schwierigerer Marathonwettkampf? Es gibt in der Regel Herbstmarathons und Frühjahrsmarathons. Was ist schwieriger? Viel schwieriger sind die Frühjahrsmarathons. Warum? Du hast ungefähr 4 bis 6 Monate Vorbereitungszeit und bei einem Frühjahrsmarathon, der irgendwann im März, April ist, hast du die ganze kalte Jahreszeit. Regen, Schnee, Dunkelheit, kurze Tage, die hast du als Trainingsphase gehabt. Jemand, der sich auf einen Frühjahrsmarathon vorbereitet, ist mental viel stärker als jemand, der einen Herbstmarathon läuft. Weil dann hast du immer die langen Tage gehabt, den schönen Sommer und das gute Wetter, mehr oder weniger. Also Disziplin. Du wirst niemals beruflich oder auch in deinem Leben überhaupt erfolgreich, wenn du nicht diszipliniert bist. So, das sind die 3 Learnings und stimmt, dieses Video hat nichts damit zu tun mit dem Thema, wie tödlich ist Triathlon. Hatte der Artikel aber auch nicht. Der Journalist wollte halt eine gute Überschrift haben. Wenn dir die 3 Punkte gefallen haben, du willst davon mehr haben, findest du hier meine Playlist zum Thema Mindset. Und hier findest du die Anmeldemöglichkeit zu dem 3-Tages-Seminar Entscheidung Erfolg. Und das lohnt sich.